2 Karten fürs innere Blumenpflücken 2025 zu gewinnen? Dann schau nach dem Film in die Videobeschreibung. Sauerkrauts, made for petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Film in die Kommentare zu schreiben. Es ist eigentlich, kommt das, wie gesagt, von meinem Bruder. Der hatte zwar das erste Auto, wo er hatte, ja, als Polo 1. Und ich habe gesagt, weißt du, ich will sowas. Ja, das prägt irgendwie, ja, von den Geschwistern. Und ich will ich haben. Ich will so sein wie mein großer Bruder. Ja, und dann hast du sowas dir geholt. Ja, und dann ist es halt ein Audi 50 geworden. Also mein Name ist Sascha Schneider. Komme aus Ottersheim, das ist in der Pfalz, bin 47 Jahre alt und fahre einen Audi 50. Mit 14 habe ich da angefangen, ja, durch meinen Bruder. Und ja, wie gesagt, und dann wollte ich halt auch, der hat mich infiziert, ganz einfach. Ja, dann habe ich dann geguckt, haben das Auto gekauft, ja, ein Audi 50. Und den habe ich dann aufgebaut. Peu à peu, ja, bis er so weit fertig war. Und ja, und wie gesagt, dann bin ich, wo ich den Führerschein hatte, bin ich dann auch alleine auf Treffen gefahren und alles. Und das habe ich so 5, 6, 7 Jahre gefahren. Immer mit dem Auto, habe ich immer wieder was verändert und so. Ja, wie gesagt, dann ist Unfall passiert, ist mir jemand von der Neuen gerust, kaputt, klar. So, und dann hast du dann eigentlich aufgehört. Ja, hast keine Lust mehr gehabt, Geld neu zu stecken in so Sachen. Und es ist ewig nichts mehr gewesen mit Tuning. Ja. Und jetzt vorher, ja, 7 Jahre, hat es mich halt wieder gepackt. Dann habe ich ein Angebot gemacht gekriegt für eine Karosserie vom Audi 50. Und ja, dann habe ich halt wieder zugeschlagen. Also das war jetzt vor ungefähr 7,5 Jahren, habe ich dann noch mal ein Karos-Angebot gekriegt. Audi 50, auch in dem Mandarinorange, aber im desolaten Zustand. Hinten an den Radläufen hast du gerne die Pizza durchschmeißen, ja, die ist hinten wieder ganz rausgekommen. Ja. Und da habe ich mir die Karosse gekauft für 4.000 €. So, habe die heimgetradet und hat meine Frau schon von oben runter geguckt und hat gesagt, das ist nicht dein Ernst. Was für ein Schrott bringst du denn da? So. Und dann habe ich gesagt, ich will mein Jugendauto wieder haben. Und so wie er da steht, so war er wirklich, so war er früher gewesen bei mir. Genau so mit den Sitzen, mit den Felgen, alles identisch. Klein, knuffig, ja, nichts weltbewegend Großes, ja. Und wie gesagt, kannst viel selbst drauf machen. Ja. Und das ist halt einfach, das sind halt einfach die eckige Formen, was sie halt mal früher hatten. Ja. Und das ist halt das, da bin ich hängen geblieben. Ganz einfach. Also motormäßig ist noch komplett original. Ja, so wie er vom Werk aus rausgekippt worden ist, hat 0,9 Kubik, also fast ein Liter, ja, 45 PS. Ja, ist halt nicht das PS-Monster, sage ich mal, aber es langt. Ja, ich sage halt immer, wer langsam fährt, wird länger gesehen. Ja, und ich bin ja auch in dem Alter, wo ich das nicht brauche. Ja, und wie gesagt, das ist motortechnisch, da ist gar nichts gemacht, alles original behalten. Ja, da hat jetzt einmal schon mal die ganze Runde gemacht, der Tacho.
Also er hat schon ein paar Kilometer drauf und wird halt als Alltagauto auch genommen für auf die Arbeit und so. Bevor es weitergeht, möchten wir euch auf unseren Online-Shop hinweisen. Mit dem Kauf von Hoodies, Caps und Shirts unterstützt ihr diesen Kanal und dessen liebevoll produzierten Filme. Scan den QR-Code und finde dein Lieblingsstück. Und nun geht es weiter. Ja, früher hatten wir immer Koni-Gelb-Dämpfer gehabt mit HNR-Fettere und so Sachen. So. Ich habe dann gesagt, ich nehme ein KW-Gewindefahrwerk, Variante 1. Ja, so, das habe ich mir dann verbaut. Und dann hat es angefangen mit Felge. So. Früher hatten wir die ATS Classic gehabt. So, dann habe ich gesagt, nee, und gesagt, will ich nicht, ich will wieder die RSL. Und dann habe ich dann überall rumgemacht, eBay, überall. Habe dann diese gefunden mit wirklich Randboschäde, war halt total am Arsch. Klar, lag kaputt und alles. Und dann habe ich mir die gekauft. Das wäre sich heute noch für 380 €. So. Und dann habe ich sie dann wieder aufbereitet. Das kann ich ja, wie gesagt, kurz erklären mal. Ganz simple Geschichte. Eine Achse genommen, die Felge aufgespannt, ohne Reifen. Vorne ein Motor von der Wäschmaschine, einen Riemen drüber gelegt und dabei Bierchen getrunken und Schleifpapier angesetzt. Und so entsteht dann quasi so eine Felge. Ja, Innenraum, genau. Und zwar Zweisitzer sowieso, bei mir gang und gäbe. Ja. Käfig, sag ich selber, ist für den Schutz. Ja, weil bloß der einer vorne neu, das Blech drückt sich zusammen wie C-Harmonika. Ist so, ja. Klar, Optik gefällt mir sowieso. Ja. So, und die Armatur habe ich dann umgebaut, wie gesagt, vom Polo 1 reingemacht. Weil normal hatte der Audi 50 die runde Haube, die runde Armatur. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich will sie so haben. Wie gesagt, früher, wie ich es umgebaut habe. Ja, und hinten halt, wie gesagt, der Boden, Platte reingelegt, ja, mit, wie man es immer macht, mit Stoff oder mit Teppich beziehe. Und ja, wie gesagt, so ist der Innenraum auch entstanden. Und Griffe habe ich mit Carbon belegt, echt Carbon. Ja, und ja, ansonsten wieder Lenkrad, was Kleines rein, ja, nichts überwältigend Großes. Und genau, und so ist es entstanden. Ja, das sind FK-Sitze. Früher hatte ich König drin gehabt. So, aber ich habe gesagt, nee, Vollschale, im Alter ist es ja wieder so eine Sache, ja, mit dem rein rauskrabbeln. Und habe ich gesagt, ich hole mir FK-Sitze. Ja. Und das ist halt auch die Sache, FK-Sitze, die eingetragen zu bekommen, ist ein ganz großes Ding, weil du kriegst keine Papiere, du kriegst gar nichts dafür. Ja. Aber weil das Auto halt ein gewisses Baujahr hat, ja, und dann ist es vom TÜV ganz kein Problem, die tragen das einfach ein. Da gibt es eine Gesetzeslücke und dann kann man das eintragen lassen. Ganz einfach. Also zum Beispiel Schriftzug, Audi 50, das und mit einer Zielflagge auf der Haube und so. Das war so eine Idee von meiner Frau. Wir haben gesagt, uns auch ganz nackig, na, wäre jetzt nicht. Und dann haben wir das mal ein bisschen zusammengestaltet und auf dem Computer und wunderbar. Es hat gepasst und habe es mir gleich drauf gezimmert. Na? Und ist halt alles komplett selbst gemacht. Also ich bin noch einer von der alten Schule, ich tue das alles selbst machen und da kommt keine Werkstatt drauf oder sowas. Ja, weil ich will das selbst aus meinen eigenen Händen entstehen lassen. Und ja, wie gesagt, ansonsten, klar, wie gesagt, Auspuff, Bastuck habe ich drunter, ja, der alte noch. Ja, und sonst wie gesagt, Pflege. Ja, wie gesagt, momentan bin ich zufrieden.
so wie das Auto so steht. Ja. Aber ich habe so noch schon 2, 3 Pläne, was ich noch verändern könnte. Das wäre zum Beispiel motortechnisch. Ja. Weil 45 PS, ja, ist halt so eine Sache. Da ist doof, vielleicht ein bisschen was Umbau auf Sorg. Ja, Doppelweber oder sowas drauf mache. Das habe ich früher schon gehabt. Ja, aber ich bin ein bisschen weggekommen davon. Auch preistechnisch halt, ja, weil das wird momentan richtig hoch gehandelt. Aber ich denke, das wird wieder dort rauslaufen. Ja. Sitzemäßig vielleicht ein paar andere von der Farbe her. Ein paar was anderes in Schwarz mal reinmache. Dass ein letztes Auto jedes Jahr gleich ist, sage ich jetzt mal. Dass mir was Neues ist. Ja, ja, wie gesagt, ansonsten vielleicht mal ein paar andere Felgen. Mal wieder. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem, was daraus geworden ist. Ja. Also ich habe 2 Jahre wirklich nonstop abends nach der Arbeit geschweißt. Ja, da waren die Innenradläufe kaputt, die Innenschwelle, die waren alle verfault. So. Und dann machst du halt peu à peu, fängst du an. Und dann denkst du, oh, kein Bock mehr. Das wird nicht, du kriegst ein Stück. Das wird nicht fertig. Ja. So. Und dann gehst du wieder hier und du überlegen, das ist doch schade, wir machen es weiter. So. Und so hast du öfters, das muss man wirklich sagen, öfters, wo deine Punkte, wo du sagst, nee, ich habe kein Buch, ich gebe es ab. Ja. Aber so ein Mensch bin ich halt nicht. Ja. Ich beiß, wenn ich mich irgendwo festgebissen habe, mache ich doch weiter. Ja. Und das halt auch die Leute zu zeigen, ja, und auch die alten Autos generell auf der Straße zu erhalten. Ja. Und das ist das, was ich sage. Klar, jeder hat, baut mal was um, macht einen Tut und sagt, ach ja, ne, und gibt's auf. Ja, und das bin ich halt nicht. Ja, ich bin halt immer noch einer von der alten Schule. Und so sage ich, Festbeiße und dann passt das. Ja, was ich sagen kann vom Audi 50 mäßig ist, dass 75er Baujahre, was er jetzt auch ist, die hatten sie vom Werk aus hatten sie keine eckige Dachkante mehr gehabt. Ja, und da sind sie auf Runde umgestiegen. Das weiß ich, da hatte ich nämlich, wie gesagt, weil der Opa von mir, der hat bei Audi geschafft, der hat die Dinger zusammengeschustert und der hat es mir mal erklärt. Ja, das ist so, weil viele meinen halt immer, es muss eine eckige Dachkante sein, stimmt gar nicht. Ja, es gibt, wie gesagt, Baujahr 75 hatten stelleweise mit runde Dachhaube. Das ist das halt, ja. Ja. Und das Schöne ist, wie gesagt, nach der Pause, wo ich hatte, ja, sowas wieder aufzubauen. Ja, und dann wieder auf Treffen zu fahren und wirklich alte Leute von der alten Schule wieder zu treffen. Ja. Das ist, da geht ihm das Herz auf, wenn du auf die Treffen gehst und kriegst Gänsehaut, was ich jetzt wieder krieg. Und siehst wirklich wieder die alten Leute. Ja. Wirklich von früher, von der Treffen, wo wirklich heute auch wieder mehr kommen. Ja, die haben die Autos wirklich noch und kommen auf die Treffen und da trifft man sich und macht da Schwätze, ja, und tut sich ein bisschen fachsimpeln und sowas. Und das ist halt einfach schön. Ja. Das Auto habe ich zum Großteil selbst zusammengebaut. Ja. Aber es gibt Leute, da würde ich mich gerne bedanken. Und zwar Punkt 1 erstmal meine Frau. Ja. Ohne die ging das gar nicht. Ja. Also jeder weiß, von was ich da rede, wenn die Frau da nicht mitzieht. Und dann funktioniert so ein Hobby nicht. Ja. So. Da will ich mich mal ganz recht herzlich bedanken. Und dann gibt es noch eine Person, der Marco Lang, ja, der hat mich oft unterstützt, wenn ich mal einen Standschaden hatte. Ja, war mal auf dem Weg zum Treffen, Kühlerschlauch geplatzt oder egal was. Da ist der fortgetigert, hat Material geholt und hat es immer dann haben wir es vor Ort wieder zusammengeschraubt und fertig. Ja, also das ist auch so ein Mensch, wo ich sage, ja, dem gehört eigentlich ein riesen Lob. Ja, das ist Wahnsinn. Also, und das ist halt so die Community, wo dann so zusammenhalten muss ein bisschen.
Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, es hat euch alle gefallen. Ja, und abonniert den Kanal von den Sauerkrauts. Also das sind Top-Leute, muss ich wirklich sagen. Ja, und nächstes Jahr sehen wir uns vielleicht auf irgendeine Blumenpflücke. Würde mich freuen. Also ich bin definitiv dort. Ja, und wenn ihr Fragen habt zum Auto oder generell, gerne melden. Also da bin ich gerne dabei und helfe da auch. Macht's gut. Ciao, ciao.